Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren News-Video. So, heute mal wieder, ja, mit einem sehr interessanten Fall, der vor Gericht verhandelt wurde, und zwar Cloudflare. Cloudflare dürfte jedem ein Begriff sein, der sich ein bisschen mit IT auseinandersetzt. Cloudflare ist ein Anbieter, der Seiten vor Denial-of-Service-Angriffen schützt. Das heißt, wenn eine Seite zu viel Traffic abbekommt, also zu viele Anfragen in der Sekunde bekommt, worunter natürlich auch liebe Leute sein können, die die Seite auch wirklich benutzen wollen, aber eben auch böse, die einfach nur die Seite angreifen wollen und Ressourcen verbrauchen wollen, dadurch die Seite zum Absturz bringen, dann wird dieser Traffic an Cloudflare vermittelt. Und Cloudflare filtert dann raus anhand von verschiedenen Daten, wie zum Beispiel vor allem der IP-Adresse, filtern die raus, ob dieser Traffic gutartig oder bösartig ist. Sprich, ob das ein Angriff, ein Denial-of-Service-Angriff ist von irgendeiner Webseite oder eben ein legitimer Nutzer, der diese Seite benutzen möchte. So, und ja, jetzt hat hier tatsächlich eine Seite, also ihr wisst, es gibt viele Webseiten, wo man irgendwie illegale Sachen tun kann. Zum Beispiel irgendwie Streaming-Seiten oder Download-Seiten oder Torrent-Seiten zum Beispiel auch. Es gibt einen ganzen Haufen Fälle davon. Und nun gab es eine Gerichtsverhandlung zwischen Mediaset, dem Inhaber von einigen Rechten, also zum Beispiel an Filmen oder an Spielen, und eben Cloudflare. Denn ja, Cloudflare hat für eine Piratenseite Sachen gefiltert. Das heißt, sie haben den Traffic von einer Piratenseite übernommen und haben für die gefiltert. Cloudflare ist an sich nur ein Dienstleister. Das heißt, man kann dorthin einfach sagen, hey, ich würde gerne hier meine Seite von euch untersuchen lassen, beziehungsweise registrieren lassen. Und falls ich einen Denial-of-Service-Angriff habe, dann springt ihr quasi ein. Und Cloudflare macht das einfach ohne irgendeine Überprüfung. Das ist jetzt... Oder ja, das war bei dieser Piratenseite auch der Fall. Irgendwann hat sich dann eben Mediaset bei Cloudflare beschwert. Hey, bitte, diese Seite, die ist illegal, unterstützt die nicht weiter. Und natürlich bei der Seite auch. Aber es ist nicht so einfach, den Urheber oder den Inhaber einer Seite rauszufinden, wenn die Seite nicht ganz legal ist. Ne? Cloudflare ist aber absolut ein legaler Dienst und jeder darf den eigentlich benutzen. Und deswegen haben sie sich direkt an Cloudflare gewendet und haben gesagt, hey Leute, die Seite ist illegal, ich will nicht, dass ihr für die ein Dienstleister seid. Und das ist eigentlich, wenn man sich das mal so genau überlegt, naja, ein bisschen komisch, weil Cloudflare im Endeffekt nichts Illegales an sich tut. Die filtern nur illegalen Traffic raus, also Denial of Service ist an sich auch was Illegales und liefern dann den legitimen Traffic weiter an die Seite. Also im Endeffekt machen die nicht wirklich irgendwas. Auf jeden Fall wurde jetzt im römischen Gericht ein Urteil gefällt, und zwar hat Mediaset Recht bekommen. Das heißt, Cloudflare wurde zu 1.000 € Strafe verurteilt, jeden Tag, wo sie weiterhin illegale Webseiten bedienen als Dienstleister. Und ja, das ist jetzt ein Urteil, da muss sich natürlich Cloudflare irgendwie drum kümmern, wobei das für Cloudflare eigentlich kein Problem sein sollte. Also ich meine, die können das ja relativ schnell einfach blacklisten, dann solche Seiten. Aber ich finde es an sich ein bisschen interessant, dass man jetzt diesen Weg geht, weil Cloudflare an sich ist nicht illegal. Cloudflares Dienstleistung ist eine sehr wichtige und sehr gute Dienstleistung in unserem Internet. Und jetzt diesen Schritt zu gehen, weil man die Seiten direkt nicht irgendwie sperren kann oder sowas, dann über Cloudflare zu gehen, sodass die Seiten angreifbarer werden. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber da würde ich ganz gerne mal wieder eure Meinung hören. Diskutiert ganz fleißig in den Kommentaren. Ich bitte euch darum. Und ja, in diesem Sinne war es das auch von meiner Seite schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.